Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Liebe Schmuckfreunde, heute habe ich wieder ein Mystery-Paket für uns. In dem Paket sollen viele Ohrringe aus den 80ern und 90er Jahren sein. Am Ende des Videos zeige ich euch zusätzlich noch ein paar schöne Teile aus den 80ern und 90ern, die sehr typisch für diese Dekade sind. Jetzt schauen wir mal, was in diesem Mystery-Paket wirklich drin ist. Sehr schönes Versace-Kästchen. Ja, ein Parfumkasten ist das. Diese Ohrringe sind es, die mich dazu verführt haben, dieses Schmucklot zu kaufen. Also das finde ich sowas von 80er Jahre mit den verschiedenen Farben. Grün, Schwarz, Rot. Eine durchsichtige Emaille oder so ein Glasfluss. Ohrclips. Also ich finde sie nicht sehr schwer. Das ist gut. Denn die sind ja nun mal richtig groß und lang. Damit man sie gerne trägt, dann sind sie nicht so schwer. Das sind auch sehr typische Ohrringe aus den 80er Jahren. Auch relativ leicht, mit schwarzer Emaille und hier so einer cremefarbenen, in sich verlaufenden Emaille. Sehr interessant, sehr ausgefallen. Und hier nochmal emaillierte Ohrringe mit durchbrochenem Blitz und in dunkelgrün und lila. Also schön für die Herbst- und Wintersaison. Eine interessante neue Klebtechnik. Irgendwie ist das hier fest und trotzdem bewegt sich das. Dann ist das so ein Hänger in cremefarbener Emaille. Oh, hier fehlt leider eine. Und hier ist auch eine kleine Macke. Naja, aber die Optik, das Design ist auch sehr interessant und ausgefallen. Dann und das hier. Ohrringe mit schwarzer Emaille und Blattdesign. Leider sind sie in einem nicht so super Zustand. Aber dieses Goldschwarz, das finde ich auch sehr 80er und auch interessant. Riesige ovale Ohrclips mit schwarzem, ich denke Kunststoffstein. Auch tolle 80er, 90er Ohrringe. Schön. Ja, und an die kann ich mich auch erinnern vom Foto. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist auch so ein Türklopfer-Design und dieses Metall ist wie so ein Seil, wie so ein gedrehtes Seil. Schön. Dann sind das hier Ohrringe mit eckigem schwarzen Stein und einer Meanderumrandung. Schön vintage. Diese hier sind sehr, sehr leicht. Aus Kunststoff. Kunststoff, das so Metall imitiert. Ein schöner grüner Tropfen. Sehr, sehr leicht sind diese Ohrclips. Dann diese Ohrclips, die haben hier so einen braunen Stein, ja, oder so ein Inlay aus braunem Kunststoff. Sehr elegante, tolle Ohrringe.
Das ist, glaube ich, alles aus den 80ern, was ich hier habe. Ja, die sind auch toll. Sehr schön. Keine Marke drauf, aber haben dieses Design, wie es Designer gemacht hätten. Wie so ein Markenzeichen. Ja. Sehr schön. In Schwarz und Creme, emailliert auf goldfarbenen Grund. Oh ja, das sieht auch toll aus. Tolle Riesen-Ohrclips in Gold und Schwarz. Gold und Schwarz haben wir sowieso viel dabei. Das ist schön, das ist auch sehr typisch für die 80er und Anfang der 90er Jahre. Dann haben wir hier wie so 2 Kettenglieder als Ohrclip ineinander geschlungen. Das ist ja ein sehr, sehr klassisches Design, das kommt sehr oft vor, auch schon in den 60ern. Oh, die sind ordentlich schwer, hier steckt Material drin, Metall und Glas. Toll. Und es hat auch eine Designeroptik mit diesem Flieder-lilafarbenen Glasstein und diesen gedrehten Ohrclips, ja. Sehr schön. Toller Ohrring, der was hermacht. Und dann unsere geliebten Perlen. Ups, ist was abgefallen. Das, ich gucke mal, ob da was drin steht. Es ist ein Markenzeichen drin. Ein großes B, B und C. Das C könnte auch ein Copyright-Zeichen sein. Also die Marke kenne ich nicht. Große Perlen-Ohrclips, Mattgold. Also die machen schon was her. Ich finde auch die Perle sieht sehr, sehr gut aus. Sehr schön. Ganz toller Fund. Ja, was fanden wir jetzt am besten? Ich fand die gut. Die haben mich nicht enttäuscht. Die sehen in echt genauso gut aus wie auf den Fotos. Tolle dreifarbige Ohrringe. Natürlich finde ich die auch toll. Wegen dem Mattgold und Perle. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Ich finde die gut. Die haben auch absolut was 80er, 90er Jahre mäßiges. Dann natürlich diese, ja. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Also die machen auch einen sehr wertigen Designer-Eindruck, wenn man das so sagen kann. Ja, und dann natürlich die Türklopfer. Die sind immer sehr beliebt und die finde ich gut hier. Die sind so halb und irgendwie auch ausgefallen. Nicht ganz so lang. Und ich finde diese Ohrringe gut. Zusätzlich möchte ich euch noch typische 80er, 90er Jahre Schmuckteile aus meinem Shop zeigen, den ihr unter findvintagebeauty.com findet. Hier ganz neu in meinem Shop habe ich diese Türklopfer-Ohrringe von Napier mit der cremefarbenen Emaille. Es sind Ohrringe, also zum Durchstechen. Das sind die 80er, da hat man Emaille einfach geliebt und immer mit diesem tollen goldenen Metall kombiniert. Dann neu habe ich von Monet auch ganz wunderschöne Türklopfer mit diesem matt goldenen Metall aus den 90ern. Und hier haben wir so einen kleinen roten Cabochon. Und diese schönen Ohrringe von Monet, die so durchbrochen gestaltet sind. Und auch wieder schön ist, dass es einen rechten gibt und einen linken. Und ich finde, die sehen auch so schön leicht aus.
Also das sind die Anfänge der 90er Jahre. Dann sehr typisch für die 80er waren diese Haarspangen, gerne in viel Gold und mit Perlen. Also diese hier ist noch relativ klein, es gab sie natürlich noch sehr, sehr viel größer. Nur finde ich, dass diese eben auch sehr schön in unsere Zeit passt. Die ist auch in einem super Zustand, also wirklich ein ganz toller Fund für meinen Shop. Ja, dann eine ganz typische Halskette wäre diese hier von Monet. Diese tollen Kettenglieder, die so gedoppelt sind und in sich gewellt, hat Monet entwickelt und es hat wirklich jede Schmuckfirma dieses Design nachgemacht. Da fällt mir ein, dass ich sogar die passenden Ohrringe dazu im Shop habe. Und dieses Collier von Monet, worauf ich auch sehr stolz bin. Und wer auch noch sehr erfolgreich in den 80ern mit Colliers war, das war Napier. Hier haben wir ein richtig schönes, opulentes Beispiel mit diesen goldenen, fast matt goldenen Blättern. Und auch wieder ganz detailverliebt gemacht. Also schmiegt sich sehr schön um den Hals und ist wirklich super dekorativ. Ein sehr schönes Teil, auf das ich auch sehr, sehr stolz bin. Und eine sehr schöne Halskette von Trifari. Also das ist ein Lieblingsteil von mir, weil hier diese weiße Emaille so ein bisschen dezenter rüberkommt und ich diese Halskette auch für einigermaßen zeitlos halte. Sie hat so ein schönes klassisches Design, das kann man immer tragen und trotzdem ist es was Besonderes. Also auch diese ovalen Doppelglieder, mit denen diese Ringe verbunden sind. Eine super schöne Halskette, die diese Emaille ein bisschen dezenter aufweist. Dann sehr typisch für die 80er sind diese Riesenbroschen hier in Mattgold und mit tollem ovalen Stein hier in der Mitte. Riesengroß ist die Brosche. Und ich habe auch eine tolle Brosche aus dieser Zeit von Monet. Dieses einfach geschwungene und mit der schwarzen Emaille ist auch sehr typisch. Also gerade Monet hat auch in den 80ern sehr, sehr schöne Broschen gemacht, die so eine stilisierte Form haben. Und noch eine besonders tolle Brosche, ein Neuzugang hier von Trifari. Diese Kombination von Gold und blauen Steinen, das kam Anfang der 90er Jahre auf. Und ich finde, diese Brosche ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Trifari at its best. Und noch ein Highlight ist dieses Armband hier von Christian Dior aus den 80ern oder Anfang der 90er. Und hier die Steine sind Lapislazuli. Und das war auch ein sehr beliebter Schmuckstein in dieser Zeit. Schönes, klassisches, trotzdem besonderes Armband. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Bitte vergesst nicht zu abonnieren. Das hilft mir, meinen Kanal weiterzuentwickeln. Und für ganz aktuelle Beiträge folgt mir auf Instagram. Vielen Dank und goodbye.